Die iSorter Checkbox ist eines der Top-Produkte von EVT. Doch was kann sie eigentlich genau? Diese Frage beantwortet uns heute unser CEO und iSorter-Experte Michael Beising. Hallo Herr Beising, erzählen Sie doch einmal, was ist denn die iSorter Checkbox und was macht sie so besonders? Was macht die iSorter Checkbox so besonders? Es ist die Ready-to-Use-Lösung für das optische Sortieren, entweder am Wendelförderer oder überall, wo man Bauteile lagerichtig und korrekt einer Anlage zuführen muss. Die Checkbox von Hause aus kann bis zu 1800 Teile pro Minute sortieren, kann bis zu 7000 Zeilen aufnehmen, von ganz kleinen bis ganz großen Teilen, kann über die Checkbox durch einen Single-Button komplett geprüft werden. Sagen wir mal zuerst überhaupt eingelernt und dann geprüft werden. Und wie kann die iSorter Checkbox eingesetzt werden? Optimal geeignet ohne erweiterte Programmierung mit dem Single-Touch ist es für Wendelförderer, mit der es dann einfach wird, die Sortierung zu erledigen, nicht wie bei Standardsystemen durch komplexe mechanische Endbauteile, sondern einfach durch einen einfachen Knopfdruck. Und noch wichtiger ist natürlich kein Know-how für die Einrichtung notwendig. Was macht die iSorter Checkbox aus? Was macht iSorter im Wesentlichen aus? Wir haben eine intuitive Touch-Bedienoberfläche, das heißt, der Anwender hat nicht 200 Knöpfe oder sonst was, sondern er hat einen Touchscreen, über den er einfach auswählt, was er machen möchte, und hat dort einen Single-Button, in dem man ein neues Bauteil trainieren kann, sodass es sofort eingelernt ist. Man kann diese Bauteile abspeichern, das heißt also ganz leicht ist ein neues Bauteil eingerichtet. Wenn es abgespeichert ist, heißt es nur noch Aufrufen von dem alten Bauteil oder schon eingelernten Bauteil über ebenfalls eine Menüoberfläche. Nach dem Single-Button einlernen kennt das System automatisch das richtige Bauteil in der richtigen Drehlage, und basierend auf diesem eingelernten Bauteil wird dann die Sortierung im Nachfolgenden ausgeführt. Also entweder es ist das richtige Bauteil, das System kennt es, und es geht dann entweder in den Boot- oder in den Rotationskanal, wenn es falsch ausgerichtet ist, oder aber wenn es ein Bauteil ist, das nicht eingelernt ist oder das System jetzt nicht kennt, geht es einfach in den Schlechtkanal, sodass man sicher ist, dass es nur in den Bootkanal oder eben zur Weiterverarbeitung in die richtige Ausrichtung zur Maschine gelangt. Das System ist ja als Standalone-System konzipiert. Das heißt also, man baut es an die Maschine an, schließt den Strom an, am Encoder-Eingang den Encoder, an den IOs dann eben die passenden Ausgänge für die Aussortierung, und schon läuft das System. Aber für kompliziertere oder komplexere Bauteile kann das System natürlich auch über die eingebaute Ethernet-Schnittstelle konfiguriert werden. Über diese Schnittstelle können sämtliche Konfigurationen wie im Touchscreen realisiert werden, auch über den Ethernet-Eingang kontrolliert werden. Was noch interessanter ist, also zum einen hat das System darüber ein sogenanntes Webinterface, über das es konfiguriert wird, aber auch die komplette Funktionalität der iVision-Software, gerade in Metrology oder Objekterkennung in 2D, ist in dem System vorhanden. Das heißt also, man kann beliebig komplexe Aufgabenstellungen danach lösen. Das erlaubt das erweiterte System, das hier die Basis ist, das ist nämlich die iVision-Software. Neben diesen Standard-Programmiermöglichkeiten über das Gigabit Ethernet besitzt es natürlich alle anderen Kommunikationsschnittstellen wie OPC UA, Profinet, Modbus IP, sodass man beliebige Integration in eine Maschine vornehmen kann, direkt ohne dass man noch weitere Sachen programmieren muss, sondern man wählt einfach das passende Protokoll aus und konfiguriert es extern. Und die technischen Spezifikationen? Der iSorter hat sämtliche I/O on board, das heißt, man kann ihn direkt an die Maschine anschließen. Er hat einen sogenannten Flying Trigger,
der ermöglicht es ihm, die Bauteile zu tracken und dann abhängig, wo die Sortier- oder Auswerfeinheit angebaut ist, dann das Bauteil entweder zu drehen oder auszuwerfen. Natürlich, wie alle industrietauglichen Systeme, läuft es mit 24 Volt. Das heißt also, man braucht auch keine extra Spannungsversorgung. Man schließt einfach ans 24 Volt Netzgerät von der Maschine an und schon funktioniert es. Das System hat internen Speicher, sodass mindestens 999 Bauteile gespeichert werden können und jederzeit abgerufen werden können. Weiter ist es natürlich auch möglich, diese Bauteile von extern nachzuladen. Das heißt also, man kann die 999 durch weitere externe ersetzen, sodass es eigentlich gar keine Beschränkungen gibt. Es gibt sehr einfache Möglichkeiten, um, gerade wenn man im Extended-Modus arbeitet, die Bilder, die von den Bauteilen generiert werden, in die Software, in die externe Software herunterzuladen, um dort eben komplexe Abfolgen einzutrainieren, ohne dass man direkt an der Maschine steht, sondern man macht das und kann dann das fertige Ergebnis in die Box reinladen, ist damit sehr flexibel und kann es auch unabhängig von einem Produktionsfluss realisieren. Ist das System passwortgeschützt? Natürlich kann man das System auch über Passwort schützen. Das heißt also, in dem Moment, wo das Passwortsystem aktiv ist und man drückt auf eine Taste, kommt zuerst die Abfrage nach dem Passwort. Man kennt das von den Telefonen. Wenn sie gesperrt sind, muss man erst zum Beispiel eine Zahlenkombination eingeben, bevor man weiterarbeiten kann. Das Gleiche ist hier der Fall. Das heißt also, man kann dieses System auch unbeaufsichtigt laufen lassen, ohne dass jemand einfach mal schnell das Komplette verstellen kann. Das heißt, es gibt Leute, die dann eben nur auswählen können, welches Produkt sie haben möchten, oder eben die können dann, wenn sie das passende Passwort haben, auch in das Einstellmenü kommen, um hier die Einstellungen vorzunehmen. Und wie ist die iSorter Checkbox zu erwerben? Der iSorter kann direkt bei uns bestellt werden. Wer den iSorter live sehen möchte, wir sind jetzt knapp vor der Vision 2024 in Stuttgart. Das heißt also, wir haben den bei uns am Messestand. Für alle, die die MOTEC 2024 in Stuttgart besuchen, die können bei uns einen Gutschein für die Vision bekommen, um dann auf die Vision-Seite von den Hallen zu kommen, um das System live dort in Aktion zu sehen.